Hallo liebe Nachtschattengewächse, ich bin's wieder, euer Otti. Ich sitze hier in Oberhausen im Kulttempel, neben mir die Band Biber und Beton. Hi erstmal. Hallo. Hi. Wir sind hier, weil heute ist Wunschkonzert, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber erstmal ganz grundsätzlich, weil die Leute ja, oder einige zumindest, eure Fans werden es anders sehen, aber die Leute, die zufällig reinschalten, wissen jetzt nicht unbedingt, wer ihr seid. Vielleicht mal eine kleine Vorstellungsrunde. Wer seid ihr und was ist eure Aufgabe in der Band? Ich bin der Stefan, ich singe bei Biber und Beton. Ich bin der Till, live drum ich und spiele Keyboard und ich bin der Hauptkomponist der Band. Ich bin der Michael, ich stehe an den Keyboards. Und man muss dazu sagen, euch gibt es schon etwas länger, über 30 Jahre jetzt. 89. Ja, 89 gegründet. 89 Jahre. Aber es Geht schon wieder los. wie gesagt, es gibt wahrscheinlich Leute, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht. Daher vielleicht könnt ihr mal ganz kurz zusammenfassen, wie würdet ihr eure Musik beschreiben? Also was zeichnet euch musikalisch aus? Du. Ja, ich meine, im weitesten Sinne ist es Synthie-Pop, ne? Ist zwar, ja, also aufgrund der Tatsache, dass wir keine Gitarre spielen und so weiter, ist das unser Medium sozusagen. Ich würde aber das jetzt nicht sagen, dass unser Songwriting klassischen Synthie-Pop ist, sondern einfach Popmusik und auch elektronisch und gut halt. Das hat aber noch nicht damit zu tun, dass wir jetzt keine Gitarre spielen, sondern eher, weil, hast du eine Ahnung, sondern eher, weil wir solche Art von Musik eigentlich so schon seit frühester Kindheit toll fanden. Wir sind ja Kinder der 80er und haben uns dann gefragt, ja, ist diese unglaubliche Musik, die man nicht einordnen kann, wo man nicht weiß, wie die erzeugt wird und so weiter. Und das wollten wir auch und das haben wir gemacht. Und ja. Aber ich mag auch Gitarrenmusik. Es gibt ja auch Synthie-Pop-Bands, die Gitarren dabei haben. Ja, das Theoretisch. muss passen, aber ja. Bei euch ja nicht, ne? Nee. Gut, und wir wollen jetzt natürlich nicht die komplette Bandgeschichte runterrasseln, das wäre ein bisschen langweilig und können die Leute hoffentlich irgendwo auch nachlesen. Aber vielleicht könnt ihr mal so die wichtigsten Eckpunkte, was war von der Gründung 89 bis heute, wo ihr sagt, jo, das waren die Wendepunkte, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Ui. Also 1993 haben wir unser erstes Album beim Subtronic Label oder damals auch Subway rausgebracht. 2 Jahre später das zweite. Dann sind wir gewechselt zu Strange Race, zum Division Wolfsheim Label. Haben da 3 Alben rausgebracht. Dann haben wir eine Pause gemacht, haben uns auf Tourneen oder Auslands, also wir waren in Amerika öfter, haben dann noch ein Compilation-Album gemacht mit unseren deutschen Songs, die dann geremixed wurden von der Crème de la Crème, Klinke in die Hand geben, der internationalen Elektronikbranche. Dann haben wir eine längere Pause gemacht, um uns neu zu orientieren und quasi das perfekte Album zu schreiben. Das hat dann etwas mehr als 15 Jahre gedauert, aber das Album war super, also keine Zeit verschwendet. Wie hieß das? A Worthy Compensation. Und dann haben wir natürlich gedacht, so, hey, wir haben das jetzt unser Mega-Album geschrieben, was jetzt, ne? Kommt da noch was? Dann hat uns quasi die Weltpolitik in die Karten gespielt und uns Themen an die Hand gegeben und dann lief es von neuem los, die Maschinerie, und 8 Jahre später, dieses Jahr, haben wir dann das aktuelle Album Darkness Falls Again veröffentlicht mit den Superhits Dancer in the Dark und alles, was einem so gefällt. Ja. Ein paar ganz nette Sachen drauf, kann ich so unterschreiben. Aber wenn du schon sagst, die Weltpolitik, wie ist das denn mit den Inhalten? Sind die tatsächlich, also politisch wahrscheinlich nicht, aber von dem... Doch, tatsächlich? Ja. Dann erzähl mal. Also, ich meine, wir leben jetzt in einer Zeit, die brisanter nicht sein könnte. Von Klimawandel, Weltretten, also ganz harte Geschichte war, als Trump Präsident werden wollte, wir alle kurz gelacht haben und dann uns die Kinnlade runtergefiel, als das geworden ist. Das war eine ganz harte Nummer. Dann auch alles das, was er quasi propagiert hat und was
dann auch zunehmend in den unseren Fokus geriet, so Sachen wie Transphobie, Homophobie, dann Gendering, also dass Menschen im Körper oder beziehungsweise sich in einen falschen Körper reingeboren fühlen und nicht die Möglichkeit hatten, quasi sich das Geschlecht auszusuchen, weil es dann in frühester Jugend einfach bestimmt wurde, solche Sachen. Generell haben wir früher, die ersten Jahre, haben wir gesagt, okay, politisch halten wir uns ein bisschen raus. Jetzt nicht aus irgendeinem Kalkül, sondern man muss ja erstmal so seine eigenen Überzeugungen entwickeln. Aber so was dann so ab 2016 dann so abgegangen ist, ja, dann haben wir halt gesagt, wir haben ja schon immer unsere Lieder so angelegt, was uns selber so bewegt hat, also von lustigen Liedern, sowas wie Reanimator, wo wir mal irgendwie schwimmen gehen wollten und ist uns nicht gelungen im Sommer, weil die Schwimmbäder vollgepappt waren und so, haben wir ein lustiges Lied rausgemacht. Vom Debütalbum? Genau, vom ersten Album, genau. Also solche Sachen halt. Und wenn man dann sich mit unseren Freunden, die wir teilweise in Amerika oder so haben, unterhält und die dann so, oh Gott, Trump und so, ne, was, und dann da so, der ja dafür gesorgt hat, dass da eine totale Spaltung in der Gesellschaft entstanden ist, und diese ganzen Spalter gibt es ja in allen Ländern. Also wenn man jetzt sieht, es gibt ja auch jetzt wieder da in Argentinien, wer da jetzt an die Macht gekommen ist, das ist jetzt auch wieder so einer, und also ich bin ja froh, dass zum Beispiel in Polen da das Volk da mit einer hohen Wahlbeteiligung geschafft hat, da umzulenken, und wir werden ja sehen, was da rauskommt. Also es gibt wieder ermutigende Zeichen, aber auch wer weiß, was nächstes Jahr passiert. Trump hat ja durchaus sehr gute Chancen, dann nochmal wiedergewählt zu werden. Aber es ist nicht nur Trump, es gibt genug Idioten, ne? Und braucht man ja nur im eigenen Land gucken, die Regierung, was die da so veranstalten und wie sich gegenseitig in die Pfanne hauen, das ist alles Peng. Ja. Aber muss ich sagen, also gerade in eurem Genre ist es natürlich eher unüblich, dass man wirklich politisch auch sich klar positioniert. Deswegen finde ich das auch gut und frage da auch nochmal nach. Wir müssen jetzt auch diese ganzen Themen nicht durchgehen, weil ich vermute, dass wir in den meisten Fällen auf einer Wellenlänge sind. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, irgendwie Transphobie und solche Sachen, habt ihr das denn in der Szene zum Beispiel jetzt irgendwie auch schon mal selbst irgendwie wahrgenommen? Und dazu muss man sagen, ich glaube, wir sind so wenig Szene wie nur irgendwas. Also ich kann dir nicht sagen, was in der Szene passiert ist. Wir gehen auf unsere Konzerte, wir gehen manchmal in den Club, aber ich habe nicht wirklich Ahnung, wie das da so gehandhabt wird. Von daher, aber könnte ich, also zumindest hier in unserer Umgebung und unserer Freunde, da habe ich es eigentlich noch nicht erlebt. Ja. Und auf euren Konzerten wahrscheinlich auch nicht. Ne? Die Leute werden sich dann hoffentlich auch anders mit solchen Themen auseinandersetzen. Die Frage ist, wenn wir halt solche Themen auf den Plan bringen, wird das auch quasi aufgegriffen, ne? Also wird das verstanden. Wobei wir beim letzten Album schon so deutlich waren wie eigentlich noch nie vorher. Wir haben uns immer bemüht, so ein bisschen quasi doppeldeutig zu sein, beziehungsweise nicht ganz so sehr die Axt rauszuholen. Und diesmal, ich sag mal ganz blöd, wenn du so viel schon gemacht hast und im Prinzip die Themen durch sind, dann da kommst du einfach nicht drum herum, deine Aggression oder deine Verzweiflung auf mal freien Lauf zu lassen und das mal anzusprechen, weil heutzutage sich nicht zu positionieren geht eigentlich nicht. Glaubt ihr denn, dass das irgendwie auch Leute erreichen und überzeugen kann? Also dass man mit Musik oder wenn man, ich sag mal, solche Inhalte verbreitet musikalisch, dass das irgendwo in den Köpfen sich verfängt und vielleicht ein klein bisschen die Welt verbessert? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass so Leute, die irgendwie bestimmte Überzeugungen haben, sind da vielleicht sehr festgefahren, so Haters gonna hate, so. Und das heißt ja nicht, dass man es nicht versuchen kann. Und das, um einfach auch mal zu sagen, also ich meine, sehr oft muss man ja auch mal Zivilcourage haben und sagen so, jo, das ist unser Standpunkt oder mein Standpunkt. Und damit, ja, weiß ich nicht. Man hat ja jetzt nun mal die Möglichkeit, in einer gewissen kleinen Öffentlichkeit zu stehen und da, ach guck mal, die sind auch dagegen oder dafür oder was, vielleicht bewegt es ja irgendwas, ich weiß es nicht. Letztendlich, wir mussten es auch loswerden und dann mal gucken, wen es erreicht. Das ist so wie so Saat ausstreuen und gucken, wo dann ein Baum wächst. So, ne? Ja, auch auf jeden Fall super, weil
ich sag mal, ne, natürlich kann man Musik auch manchmal einfach zum Abschalten und für Party und zum Tanzen und ne, so nutzen. Aber ich persönlich mag auch, wenn die Musik in die Tiefe geht und eben auch ein bisschen, ja. Ne, Also das war eigentlich noch nie unser Ding. Also klar, ne, wir haben uns natürlich bemüht, irgendwie Musik zu machen, die ins Ohr geht, die irgendwie Spaß macht. Aber das war uns, oder das wäre uns immer zu wenig gewesen. Also Texte waren schon immer wichtig. Und von daher... Ich finde es auch lustig. Ich finde es auch lustig, dadurch, dass wir ja, ich gebe es zu, gelegentlich auch mal die eigene Musik hören. Also sowas wie irgendwann hört man sich mal das erste Album nochmal an und dann macht man so eine kleine Zeitreise und merkt dann ganz genau, ach ja, dann kommen einem so Themen, ach, das war ja damals diese Geschichte und so weiter, die man gar nicht mehr so präsent hatte. Und insofern finde ich das irgendwie auch cool und dann sieht man so, ach ja, das war dieser Lebensabschnitt und ne? Also das ist dann vielleicht auch so, dass man sich, ne, ich meine, wenn man jetzt über 30 Jahre dabei ist, bei alten Texten teilweise auch denkt, okay, das würde ich heute definitiv anders formulieren oder anders schreiben, oder steht man da dann lebenslang quasi hinter und sagt, das ist halt so. Also von den Inhalten würde ich mich jetzt nicht von irgendwas distanzieren, aber man in dem Laufe der Zeit wird man ja auch immer besser. Also ich meine, wir schreiben ja größtenteils auf Englisch und das war schon immer irgendwie mein Steckenpferd. Aber ne, man entwickelt sich und klar, wenn ich alte Alben höre und dann ein paar Sachen denke ich so, das hätte man jetzt auch anders verstehen können, da würde ich jetzt nicht mehr so ausdrücken, aber das ist marginal. Wir haben aber in den Anfangsjahren Sachen gemacht, die Prisoner of War oder No Means Yes, die nicht veröffentlicht wurden. Die nicht rausgekommen sind, die ich aber heutzutage so nicht mehr. Nein, das ist richtig. Wollte. Ja. Okay. Da ging es eher um die Stimmung an sich. Man hat sich ausprobiert. Das war auch noch so wirklich in dem ersten halben Jahr, bis wir unser erstes Konzert hatten. Ich glaube, am ersten Konzert hatten wir dieses No Man's Yes zum Beispiel gespielt. Ja. Haben wir? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ja. Ja, es ist halt so, ne, aber im Anfang haben wir uns halt auch mehr so EBM-lastig auch ausgelebt und ja, da sind natürlich die Intonationen andere und die Themen vielleicht eine andere und aber vielleicht auch ein bisschen naiver, ne? Ja. Aber wo du das angesprochen hast mit der Szene und Publikum, ob das ankommt, gelegentlich, also wenn es sich ergibt, also wir versuchen immer, wenn wir hier so Konzerte haben, dann kriegen wir ja die Leute, die uns irgendwie gut finden, aus erster Hand. Die kommen dann nachher, wenn sie mutig genug sind, zu uns und unterhalten sich mit uns. Und da hören wir dann manchmal die abenteuerlichsten Sachen. Wir waren jetzt mal, weiß nicht, letztens in England gewesen und da kam irgendwie eine Frau hin und die sagte dann so, hat uns dann erzählt, ja, also ihr Mann wäre vor einem Jahr gestorben und der wäre toller Bebop-Fan gewesen und sie ja auch. Und da hätten sie tatsächlich in Another World bei der Beerdigung gespielt. Das ist natürlich dann ein Hammer. Ne? Also es gibt so viele. Oder hier Last Day on Earth, das ist ein Stück, was ich damals geschrieben habe, als mein Vater gestorben ist. Das war 2004, also auch schon eine Weile her, auch wenn sie erst 2016 oder 2015, wann auch immer die Platte rausgekommen ist, aber das hat mich also total bewegt und der Text ist sehr, sehr persönlich, politisch nicht, persönlich und da haben mich viele auch darauf angesprochen, die dann gesagt haben, ja, mein Vater ist auch gestorben oder meine Mutter und haben mich total wiedererkannt und das hat mir was bedeutet und das ist, also besser geht's gar nicht, wenn man so seine eigenen Gefühle schafft, irgendwie in so ein Stück zu stecken und irgendeiner ist clever genug oder empathisch genug, das da wieder rauszulesen und spricht einen darauf an. Kannst du die mal stumm schalten? ja, Genau, okay. Ja, und dann. das ist Instagram. Mach ein Foto. Ja, aber das ist auch tatsächlich interessant. Zum Beispiel, ich würde den Song wahrscheinlich, weil dieses Jahr mein Vater gestorben ist, den jetzt auch ganz anders sehen, als vielleicht noch zum Zeitpunkt, als das Album rausgekommen ist. Musik ist ja immer auch eine situationsbedingte Sache. Ne? Wo nimmt man sie wahr, in welcher Stimmung, unter welchen Umständen. Und ich denke mal, die Erfahrung werdet ihr dann auch machen. Und da würde ich dann nämlich auch eine Frage daran anknüpfen. Ihr seid, ne, hast du auch schon gesagt, Amerika zum Beispiel, Kanada war ihr jetzt zuletzt, glaube ich. Ne? Genau. Macht das einen Unterschied, wie die Leute dann irgendwie bestimmte Songs auch wahrnehmen? Zum Beispiel auch die paar deutschsprachigen Songs, die ihr habt, dass die vielleicht anders im Ausland wahrgenommen werden? Ich glaube, das Deutsche haben wir in Kanada gar nicht gespielt, ne?
Bin mir nicht sicher. Aber mit einer Frau oder ja, was, ja. aber also in Kanada habe ich den Eindruck gehabt, dass die Leute viel weniger in Schubladen denken, viel breiter aufgestellt sind, viel freier sind. Also auf dem Terminus Festival in Calgary, da war so eine Bandbreite von verschiedener Musik, von Industrial, von Post-Punk, Wave, Synthpop, alles irgendwie. Die Leute auch. Ja, und die Leute waren auch total illustra im Ballkleid über was weiß ich, das Übliche, was wir von uns, was wir auch kennen, alle möglichen Sachen. Die machen sich da nicht so einen Kopf. Also das ist da irgendwie. Die kamen aber dahin, obwohl es auch teilweise sehr düster war von der Musik, einfach um Party zu machen. Das war auch eine andere Party. Also gute, positive Stimmung. Ich fand's super. Ja. Glaube ich. Ich vermute mal, da ist auch so ein bisschen, ich meine, für die Bands aus dem Ausland zum Beispiel, stelle ich immer wieder fest, ist Deutschland so ein bisschen das Land wegen Festivals wie WGT oder auch Amphi, Mera Luna, die ganzen Sachen. Also, oder wenn es jetzt zum Beispiel um Metal gehen würde, halt Wacken. Also wir haben da halt schon einen gewissen Ruf im Ausland. Umgedreht ist es aber wahrscheinlich so, dass wir, das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, manchmal daran verzweifeln, dass die Leute alle ein bisschen sehr in ihren einzelnen Schubladen denken, ein bisschen sehr quasi. Wobei ich dann sowas sehe wie Mera Luna, wo ja auch diverse Bands spielen und das ist ja auch so ein friedliches Miteinander. Also da spielt dann auf der einen Bühne dann irgendeine Gitarrenband und nebenan eine Synthie-Band und die Leute suchen sich halt das aus, wo sie jetzt gerade da Lust drauf haben. Ne? Also ich finde das eigentlich auch ganz cool. Ja. Genau. Und dann lass uns jetzt noch mal ein bisschen, bevor wir dann gleich auch schon zum Ende kommen, aber noch ein bisschen über die Releases sprechen. Das aktuelle Darkness Falls Again ist dieses Jahr was, ne? Haben wir auch noch drüber geschrieben, Rezension gibt es, aber können wir jetzt nochmal ansprechen. Sehr politisch, ist aber auch nach Worthy Compensation wieder, wie viele Jahre waren das jetzt? 7? 8. Lange Zeit, ne? Kam leider Corona dazwischen. Wir hatten die Songs eigentlich schon 19 schon im Studio Eiler aufgenommen und dann ging das dann nicht mehr. Aber war noch nicht fertig, das Album. Also fehlte noch ein Stück und dann haben wir es Stimmt, da war ja was. Dann immer noch mal wieder gelegentlich getroffen, als es dann wieder ging. Erst 20 konntest du ja vergessen, da kommen wir ja nicht hin. Und vor allen Dingen, du willst ja auch nichts rausbringen, wenn dann keiner mehr, klar, die Leute können sich dann kaufen, können sich dann zu Hause im stillen Kämmerlein angucken, aber als Band, die du irgendwas rausbringst, wo du Jahre dran gearbeitet hast, möchtest du ja dann auch so Konzerte geben und die direkte Resonanz haben. Du willst ja wissen, wie kommt es denn an, also nicht nur Kritiken lesen oder so. Und da haben wir es dann gesagt, komm, dann lassen wir es, schieben wir es so lange, wie es Sinn macht, jetzt ist auch egal. Also die Leute sind ja von uns gewohnt, dass wir nicht jedes Jahr ein Album raushauen. Wir waren zumindest doppelt so schnell. ja, stimmt. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi nochmal verdoppelt, dann sagen wir mal so 2-3 Jahre, dann kommt das Wenn nächste. Corona nicht kommt nochmal oder sowas, ja, wer weiß. Aber ich gehe mal davon aus, also ihr habt jetzt auch so die Energie zu sagen, komm, da können wir noch was hinterher schieben, gerade wenn es dann so viele Themen mittlerweile gibt, über die man sich auslassen kann. Ja, die Themen, die sind ja jetzt schon wieder weg, sind ja schon wieder verbrannt. Da muss jetzt schon wieder was Schlimmeres passieren. noch schlimmer als Was soll denn noch schlimmer sein? Kriege im Nahen Osten. Ach ja. Nee, ja, Ja, nein. schauen wir mal. Ich denke mal, da werden euch die Themen leider nicht ausgehen. Da bin ich mir sehr sicher. Dann jetzt quasi, ihr seid heute Headliner, was ja schon mal sehr cool ist. Allerdings auch bedeutet, dass ihr relativ spät auf die Bühne geht bei 5 Bands, die heute hier im Kulttempel spielen. Ihr müsst dann, das weiß ich halt aus technischer Erfahrung, auch als erster den Soundcheck machen. Das heißt, ihr habt einen richtig langen Tag. Wie schafft ihr es da denn jetzt irgendwie das Level hochzuhalten, die Energie hochzuhalten und nachher zu sagen, ey, jetzt gib mal Vollgas? Tja, wenn wir das wüssten. Nein, aber sobald das Intro läuft, geht sowieso der Puls hoch und ich glaube, ich kann jetzt für mich reden, obwohl wir schon so viele Konzerte hatten. Mein Körper stellt sich irgendwie schon eine Woche vorher drauf ein, ach so, ist ja noch das Konzert ungefähr, ne? Und dann kommt dann schon mal so ein gewisses Level an Adrenalin und ja, also ich glaube schon, dass wir die Spannung aufrechterhalten können. Also. Ja, dadurch, dass die Pause jetzt so lang ist, haben wir quasi gleich nochmal einen Neustart. Wir fahren nochmal nach Hause und dann macht man was anderes und dann kommt man hier an und dann hört die anderen Bands und dann ist man relativ schnell wieder dabei. Dazu muss man ganz kurz erklären, ihr seid so die Band, die es am wenigsten weit hat. Also ihr kommt Ja, aus dem Ruhrgebiet, wir sind im Ruhrgebiet. Das heißt, ihr könnt wirklich mal eben nach Hause und dann... Genau. Ich fahre irgendwie 20 Minuten oder so, wenn es glatt geht.
wenn es glatt wird. Wenn es glatt wird, dann nicht. Und die Gefahr besteht heute. Ja, leider. Gut, aber dann lasst uns da noch die Abschlussfrage, einfach so eine ganz seichte dran anschließen. Und zwar glatt, wir haben Winter, wir haben Weihnachtszeit. Ist das erstens mal was euch überhaupt beschäftigt? Also seid ihr Weihnachtsmenschen? Und wenn ja, was wären eure Wünsche fürs Fest? Also wir haben Familien und dementsprechend beschäftigt uns das auch. Ist klar, dass Weihnachten als Kind hat man anders erlebt als Weihnachten als Erwachsener, aus einer anderen Perspektive. Aber ich freue mich schon drauf und ja auch mal zur Ruhe kommen, haben sonst viel um die Ohren. Und insofern, ja, das hört sich jetzt platt an, ne? Aber ich würde mir einfach Frieden wünschen. Also das ist klar, ne? Irgendwie so, dass die unsägliche Situation, die da jetzt gerade in Israel ist und in der Ukraine und überall, und da könnte man ja gar nicht mal aufhören. Schließe ich mich an. Ich denke, es ist auch das perfekte Schlusswort. Gut, dann danke ich euch für das Gespräch. Euch draußen danke fürs Zuschauen und Winke, winke. bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.